Letzte Woche war in Edinburgh im schönen Schottland unsere erste LLC Masterclass, die Braveheart LLC Masterclass haben wir sie genannt. In diesem Video möchte ich einmal Resümee ziehen und dir meinen Eindruck von dem Seminar berichten. Wer weiß, vielleicht ist das auch etwas für dich und du kannst zu einem der nächsten LLC Masterclasses nach Edinburgh kommen. Also wie gesagt, das war das erste Mal, dass wir diese Masterclass hier veranstaltet haben in Edinburgh. Es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, wenn man zum ersten Mal einen solchen Event veranstaltet, denn man weiß nicht, wie gut er natürlich hier von unserer Community angenommen wird. Ich war sehr positiv überrascht, denn insgesamt waren wir 16 Personen. Wir hatten das Ganze relativ kurzfristig hier angesetzt, also nur mit einem Monat Vorlauf in der Promotion. Ich war also sehr happy über die 16 Teilnehmer. Ich bin auch froh, dass es nicht viel mehr Teilnehmer waren, denn es ist ja doch beim ersten Mal immer ganz gut, wenn die Anzahl der Teilnehmer noch überschaubar ist. Viele Teilnehmer waren zum ersten Mal in Edinburgh. Es waren natürlich ausschließlich Deutsche, Schweizer und Österreicher. Viele haben dann auch die Gelegenheit genutzt, um noch ein paar Tage länger in dieser wunderschönen Stadt zu verbringen. Viele sind ja angereist mit Frau, Mann, Partner und haben das Ganze eben dann auch mit einem touristischen Programm verbunden. Ich selbst habe ja das Seminar geleitet. Das Seminar war auf 1,5 Tage angelegt. Wir haben am ersten Tag uns sehr intensiv dann mit allen Details zur LLC beschäftigt. Steuerlich, rechtlich, was ist das überhaupt für eine Rechtsform? Warum ist das steuerfrei, wenn man die richtig macht? Für wen eignet es sich, für wen eignet es sich nicht? Also all die Details, vieles davon haben wir ja auch schon in diesem Video hier angesprochen. Dinge wie Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht, all das, was eben eine Rolle spielt, wenn man Deutschland verlässt, um dann eine solche LLC im Ausland verwenden zu können. Das war also sehr intensiv, natürlich auch sehr theoretisch, vielfach. Wir sind dann im Grunde genommen zum praktischen Teil gekommen. Da konnten dann alle bei mir mal sozusagen hier über die Schultern schauen, wie man eine solche LLC gründet. Wir haben dann im Grunde innerhalb von 2 Stunden mal tatsächlich eine Wyoming LLC gegründet. From start to finish, wie man sagt. Das heißt, wir haben den ins Handelsregister eingetragen. Wir haben dann die Steuernummer für die LLC beantragt. Wir haben dann 2 Bankkonten für die LLC eröffnet. Eine bei Mercury, eine bei Wise und dann auch noch ein Stripe-Konto. Und das alles letztlich innerhalb von einem Nachmittag. Wenn man das nämlich richtig macht, dann funktioniert das auch. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Beantragung der Steuernummer sonst länger dauert. Ich habe natürlich eine amerikanische Social und konnte die Steuernummer hier online direkt in Minuten dann bestellen. Das geht natürlich, wenn ihr jetzt eine LLC gründet, auch bei uns etwas länger. Leider, wir sprechen hier von mehreren Tagen oder Wochen. Aber ansonsten war alles innerhalb von einem Nachmittag erledigt. Es war also sehr beeindruckend hier dann für die Teilnehmer das Ganze mal zu sehen, wie das auch dann intern hier abläuft, wie man solche Bankkonten dann verwendet, welche Informationen dafür notwendig sind, was man der Bank genau kommunizieren muss, damit die das Ganze hier durchwinkt, sage ich mal, und man hier nicht in der Compliance dann feststeckt. Also, wie gesagt, wir haben dort alles dann an diesem Nachmittag gemacht. Ich habe dann live die ID-Verifizierung bei der Bank gemacht, hier mit meinem Pass, Gesicht ins Handy gehalten, Selfie gemacht, eben alles, was dazugehört, haben wir dort wirklich hier live zusammen mit den Teilnehmern gemacht und hatten dann am Ende eine LLC mit den beiden Konten, mit Steuernummer und mit Stripe. Wir haben dann sogar Testüberweisung gemacht. Wir haben dann sogar auch hier testweise eine kleine Kartenzahlung gemacht für die LLC. Das Geld kam dann auf dem Bankkonto an. Das war natürlich sehr schön praktisch. Am zweiten Tag, am Freitag, da ging es dann noch einen halben Tag. Dort haben wir dann über Einwanderung in die USA gesprochen. Welche Visa eignen sich hier? E1-Visum, E2-Visum, was kann man machen in puncto Green Card, was ist jetzt auch hier unter der Trump-Verwaltung neu zu beachten, was muss man investieren, was kostet sowas, wie gut sind die Erfolgsaussichten etc. pp. Und dann war natürlich dann in den Pausen und auch dann zwischen den einzelnen Programmpunkten immer sehr viel Zeit, um dann hier auch persönliche Fragen zu beantworten. Und das ist im Grunde auch das Interessanteste ja, an diesen Seminaren, das ist ja völlig klar. Ich meine, natürlich, du hörst mich dann sprechen, und das ist natürlich für den einen oder anderen auch noch ganz interessant, aber das Interessante ist natürlich die Community, die sich da ganz klar rausbildet. Es war zum Beispiel bei diesem Seminar sehr interessant, dass 3 Teilnehmer dort im Begriff sind, nach Irland umzuziehen oder schon nach Irland umgezogen sind. Tatsächlich kennen sich 2 der Teilnehmer aus einer Facebook-Gruppe, wo es rund um das Thema Umzug nach Irland geht.
Ja, wo findest du das schon? Ja, wo kannst du zu einem Event gehen, wo du dann eine Gruppe von Leuten hast, die alle das Gleiche vorhaben? Da kann man Erfahrungen austauschen. Dieser Ort in Irland ist gut. So mache ich das mit dem steuerlichen Setup. Dann haben wir natürlich über das Thema LLC geredet. Dann für viele, die nach Irland ziehen, ist natürlich interessant, dann den britischen Pass zu beantragen. Wie geht das? Was muss man da genau beachten? Wie schnell bekomme ich den? Wie viel Zeit muss ich in Irland verbringen? Dann haben wir über das Thema Schulen gesprochen, über das Thema Wohnungen zum Beispiel. Und dann wird man richtig kreativ. Dann habe ich zum Beispiel von einem Mandanten erzählt von uns, der nicht nach Irland gezogen ist, sondern auf die Isle of Man. Vielleicht kennst du das. Das gehört nicht zum UK dazu, sondern ist so eine unabhängige Crown Dependency in der irischen See zwischen UK und Irland. Dort bekommt man als Unternehmer zum Beispiel noch relativ einfach ein Visum, was ja jetzt in UK nicht geht. Dort kann man dann 3 Jahre leben. Es gibt 0% Körperschaftssteuer. Man kann das Visum immer um weitere 3 Jahre verlängern. Und das Gute ist eben, man bekommt dann nach 3 Jahren Indefinite Leave und damit kann man dann auch in den UK ziehen, wenn man möchte. Darüber haben wir dann auch geredet. Das heißt, da geht es dann natürlich gerade in den Pausen auch um Dinge, die dann vielleicht mit der LLC nur noch indirekt zu tun haben, wobei man eben natürlich auch, wenn man auf der Isle of Man lebt oder in Irland, die LLC verwenden kann, denn auch in Irland gibt es ja den Non-Dom-Status, Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Und insofern haben sich dann eben dort doch sehr kreative Diskussionen ergeben. Ein anderer Teilnehmer war zum Beispiel mit uns in Serbien, gerade in der Woche davor und hat da mal ganz konkret berichten können, wie das dort war, wie er sich dort angemeldet hat, wie er dort einen Arbeitsvertrag über unseren Kontakt bekommen hat, wie sie dann dort vor Ort direkt Bankkonten eröffnet haben, wie man sich das mit diesen Bankkonten vorstellen muss. Ist die App in Serbisch oder in Englisch? Wie funktioniert das mit der Kommunikation mit der Bank? Also auch sehr interessant, das mal von jemandem zu hören, so ganz direkt, der das kurz davor gemacht hat. Nicht immer einfach nur irgendwas online zu lesen, wo man dann nicht weiß, was stimmt wirklich und was nicht. Also hier eben dieser Community-Aspekt, muss ich sagen, war auch dort wieder sehr erbaulich. Und das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum natürlich hier viele dann zu dem Seminar kommen. Für alle Teilnehmer übrigens unserer LLC Masterclass, unser Braveheart LLC Masterclass, sollte ich sagen, die haben wir ja bewusst so genannt. Bei dem Film Braveheart, da geht es ja um Schottland, um den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace. Unsterblich gemacht durch Mel Gibson in seinem Film Braveheart, den übrigens die Schotten nicht besonders mögen, weil der schottische Akzent von William Wallace, also von Mel Gibson, in diesem Film wohl schrecklich ist. Wir hören den ja nicht, denn wir hören ja immer die synchronisierte Version, aber die Schotten hassen diesen Akzent und sie machen sich darüber lustig. Aber nichtsdestotrotz ein toller Film. Wir haben es deswegen Braveheart genannt, weil ja im Grunde genommen für viele der Wegzug aus der EU auch so ein Schrei nach Freiheit ist, sich endlich von diesem ganzen Ballast zu trennen. Und da ist natürlich die LLC das optimale Werkzeug, denn sie bietet einem tatsächlich viel Freiheit. Freiheit zum Beispiel von Buchhaltung, von Veröffentlichungszwangen und natürlich auch von Steuern, wenn man es richtig macht. Was ich sagen wollte, ist, dass jeder Teilnehmer hier an unserer LLC Masterclass, das gilt natürlich auch für zukünftige LLC-Events, eine solche LLC dann gratis von uns bekommt. Das ist ein Paket im Wert von ungefähr $2.500, also nicht nur die Gründung und Kontoeröffnung, steuerliche Registrierung etc., sondern eben auch ein Jahr lang Betreuung. Details dazu übrigens auf unserer Webseite nullsteuer.llc. Und somit wurde das Ganze im Grunde genommen dann zu einem Seminar für Praktiker, nämlich für all jene, die tatsächlich planen, dann im Ausland zu leben und dann hier rechtskonform diese LLC natürlich verwenden zu wollen. Also im Ergebnis würde ich sagen, eine sehr positive Erfahrung, wie immer wieder sehr tolle Leute bei unseren Seminaren. Wir haben noch 2 weitere LLC Masterclasses in Edinburgh in diesem Jahr geplant. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu können. Natürlich, wenn du jetzt nicht warten kannst, bis dieses Seminar ist, kannst du natürlich auch im Vorfeld schon eine LLC bei uns gründen und wir geben dir dann gerne hier einen Rabattcode für das Seminar. Es waren jetzt auch schon einige dabei, die die LLC bereits gegründet haben. Dazu kannst du uns im Vorfeld gerne auch dann nochmal schreiben. Alle weiteren Details packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Und natürlich Beratung können wir auch zu diesen Themen machen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei diesen Fragen zu unterstützen. Steuerliche Optimierung im Ausland, Vermögensschutz, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.